Leder, ein Naturprodukt, das schon der legendäre Ötzi trug vor 5300 Jahren. Manfred Goll ist Feinteschnermeister und kontrolliert Ware, die er gerade bekommen hat. Ja, ich schaue halt jetzt zum Beispiel, sind die Leder relativ fehlerfrei. Jedes Fell hat Fehler. Wie auch wir Menschen haben irgendwo Verletzungen und die sieht man auch natürlich auf diesem Fell. Ich schaue jetzt, ob diese Fehler extrem stark sind oder ob die halt eher, ich sage jetzt mal, untergehen. Jetzt zum Beispiel bei dem Fell sieht man hier sehr schön diese Insektenstiche, die halt in dieser Partie relativ häufig vorkommen. Jetzt muss ich halt beurteilen, können wir das Leder noch nehmen oder sind diese Fehler so viel, dass wir eigentlich sagen, aus dieser Haut kann man fast nichts mehr machen? Ganz schön pingelig. Manfred Goll arbeitet für die Firma Braunbüffel in Kirn. Er stellt Kleinlederwaren her, Geldbörsen, Gürtel und Taschen. Das Leder, das er begutachtet, stammt aus Italien. Jedes Fell wird mit Laserstrahlen vermessen. Das hier ist 1,86 Quadratmeter groß. Die Preise reichen von 35 bis über 120 € pro Quadratmeter. Büffel- und Hirschleder wird ebenso verarbeitet wie exklusives Pferdeleder aus den USA. Bei seinen Eingangskontrollen erkennt der Handwerker auch den Charakter der Tiere, von denen das Leder stammt. Also man sieht ja jetzt zum Beispiel an der Haut, ob das jetzt ein Tier ist, was gerne zeigen will, wie stark es ist. Man sieht aber auch an der Haut, wenn es jetzt ein Tier ist, wo gerne in der Ecke steht. Die Haut sieht natürlich wesentlich sauberer aus, als wie die von dem, der halt zeigen will, wie stark er ist. Der Feinteschner gehört zu den seltenen Berufen. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es gerade noch 3 Meister, die ausbilden dürfen. Heute erwartet ihn eine besondere Aufgabe. Er soll eine Geldbörse fertigen, einen Prototypen. Wir gucken uns mal die Zeichnungen noch mal an. Frau Theis, das ist vielleicht kurz. Mit Designerin Conny Theis und Geschäftsführerin Christiane Brunk bespricht er die Einzelheiten. Klar ist, der Prototyp soll aus Jackleder hergestellt werden. Ich sag mal, das wird schon auch was für Liebhaber sein, weil wir kennen ja die Problematik des Leders, dass das halt sehr unterschiedlich ausfällt. Und jetzt geht es um Farbe und Material des Futters. Also, neutraler wäre natürlich in dem Moment ein Grauton. Ja, gut, ich verabschiede mich jetzt von meinem bunten Farb. Ich hol mal von der, wie heißt die Serie noch? Mit dem Leder des Hochlandrindes haben sie bisher noch nicht gearbeitet. Also es wäre praktisch dann so wie bei dieser Börse hier. Hier ist Leder, genau. Hier ist Leder genau. Und hier machen wir eine Futterwand rein mit einem Lederstreifen. Die anderen Futtersäcke machen wir dann mit diesem dünneren Futter, damit halt die Börse nicht so dick wirkt später. Genau. Und über die Nähte müssen Sie noch reden. Dass mir da aber eine gerade Naht besser gefallen wird, weil wie gesagt, das Leder ist schon so strukturiert und erzählt so viel. Da müssen wir uns, glaube ich, mit dem Faden dann ein bisschen zurückhalten. Ich mache verschiedene Stichproben und dann können wir entscheiden, wie wir vorgehen. Prima. Dann waren wir jetzt eigentlich, was die Ausführung anbelangt, soweit klar. Ja. Und darf ich mal kurz die Zeichnung bekommen, dass wir noch mal kurz die Geschichte durchgehen, bevor ich jetzt anfange, die Muster zuzuschneiden. Also das heißt, wir machen das Teil komplett aus dem Jagdleder und innen arbeiten wir mit verschiedenen Futtermaterialien. Die Rückseite von der Außendecke bekommt dann dieses graue Futterleder und die Rückseite von den Mittelwandstreifen bekommt dann auch dieses graue Futterleder. Über Form, Farbe und Material der Geldbörse haben sie sich geeinigt. Jetzt kann der Feinteschner ans Werk gehen. Seine erste Arbeit ist im wahrsten Sinne von Pappe. Aus dem 200 Gramm starken Musterkarton schneidet er zuerst Schablonen für alle Bauteile der Geldbörse. Die müssen bis auf den Millimeter genau sein. Wie die einzelnen Schablonen aussehen, das entnimmt er den Plänen der Designerin. Alle Zuschnitte, die an der Börse dran sind, werden zuerst im Papier gemacht und werden dann auf dem Papier beschriftet, was es sein soll. Soll es ein Stück Leder sein oder soll es ein Futter sein, ein Verstärkungsmaterial, ein Netzteil, egal. In seinem langen Arbeitsleben hat Manfred Goll schon Hunderte solcher Prototypen gefertigt.
Hier sind jetzt mal die ersten Schablonen gefertigt für die Kreditkartenklappe, die sich auf der linken Seite von dieser Scheintasche befinden. Das hier ist das Grundfuttermaterial, also das Futter. Dann habe ich jetzt hier den ersten Lederstreifen, der auch schon oben so ausgeschnitten wurde, dass man eine runde Ecke legen kann. Das ist praktisch das Teil, was hier aufgelegt wird. Dann kommt anschließend der Futtersack für die einzelnen Steckfächer, Kreditkartenfächer. Und darauf kommt dann auch noch mal so ein Lederstreifen, wo dann auch noch mal über den Futtersack eingelegt wird. Und zum Schluss kommt dann halt praktisch noch mal ein Futterteil, was hier unten aufgelegt wird, mit einer Lederschablone. Da müssen ganz schön viele Teile ganz genau übereinander passen. Die Geldbörse besteht aus etwa 50 verschiedenen Zuschnitten. Manfred Goll hat nie einen anderen Arbeitgeber gesehen. Vor 43 Jahren hat er hier angefangen, mit 15 als Lehrling. Ursprünglich war ja mal geplant, dass ich Schreiner werden wollte, weil man dann halt mit dem Holz arbeiten kann und so weiter. Aber zu meiner Zeit, wie ich angefangen habe zu lernen, 1975, war halt irgendwie eine Lehrstellenknappheit. Und dann hatte ich mir überlegt, was gibt es noch, wo man mit einem Naturprodukt arbeiten kann. Und dann kam halt jetzt hier Kirn ins Spiel, wo man dann halt irgendwie sich den Beruf des Feintechners mal angeschaut hat. Ich wusste vorher auch nicht, dass es den Beruf gibt. Aber dann das hat dann so viel Spaß gemacht, dass man so viele Einzelteile produzieren kann und herstellen kann. Das fängt ja an vom Schlüsseletui und endet bei einer Aktentasche. Das jeweilige Material und seine Stärke schreibt er auf die Schablonen. 0,4 bedeutet 0,4 mm dick. Von manchen Vorlagen werden mehrere Zuschnitte gebraucht, von den meisten aber nur ein einziger. Das Ergebnis eines halben Arbeitstages liegt auf dem Werktisch. Alle Schablonen für unsere Börse. Eine besonders aufwendige. Es kommt immer auf die Ausführung an von der Geldbörse, ob man jetzt mit einem einfachen Einschlag arbeitet oder wie jetzt in dem Fall mit einem französischen Einschlag. Das heißt, beide Lederteile, Innenteil wie Außenteil, wird gegeneinander eingeschlagen und dann erst verklebt. Das ist natürlich von der Machart her die teuerste Variante und dementsprechend wird auch der Artikel kosten. Jetzt werde ich die Papierschablonen zusammenlegen, Leder zu Leder, Futter zu Futter, Netzmaterial und Verstärkungsmaterial. Und dann werde ich nachher zum Zuschneidtisch gehen und werde mir dann halt die Teile alle einzeln aus dem Lederfell und aus dem Futter zuschneiden. Im Lager warten nicht nur die verschiedenen Ledersorten auf ihre Verarbeitung, sondern auch die Futtermaterialien. Vor allem Seide. Manfred Goll schneidet den Stoff zunächst grob aus. Die Feinarbeit kommt später. Dazu braucht er keine Schere. Das Jackleder ist fest und besonders dick. Beim Ausschneiden der Einzelteile muss er auch darauf achten, dass die Struktur des Leders ähnlich ist. Die Unterschiede sind bei ein und demselben Fell oft immens. Man sieht halt jetzt hier an dem Fell, dass so verschiedene glatte Teile dran sind und verschiedene genarbte Teile dran sind. Und da müssen wir halt natürlich jetzt sehen, dass die Börse im Endeffekt halt gleichmäßiges Narbenbild hat. Also das Leder hier ist auch sehr dick, also es hat jetzt eine Stärke von 1,8 mm. Und da muss man schon eine Schere haben, die was schneidet, sonst hat man ein Problem. Das noch. Der Feinteschner hat schon alle möglichen Tierhäute verarbeitet, so eine noch nicht. Der Jag, ich habe das mal recherchiert im Internet, ist ein Hochgebirgsrind. Das heißt, es lebt im Tibet-Plateau. Die Luft dort oben ist ja schon relativ dünn. Und irgendwie wird das Fasergefüge bei diesem Tier relativ fest. Es ist auch das erste Mal für uns. Wir sind jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Zurück im Lager. Im Scheinfach der Geldbörse verarbeitet Manfred Goll noch eine weitere Ledersorte vom Kalb. Sie heißt hier Kombileder, weil man die braune Haut des Jacks mit diesem grauen Material kombiniert.
Es wird später von außen nicht mehr sichtbar sein. Der nächste Arbeitsschritt. Bevor er das Leder exakt zuschneidet, muss es dünner werden. Mit 1,8 mm ist es ungewöhnlich dick. Alle Lederteile werden gleich mit der scharfen Klinge dieser Maschine Bekanntschaft machen. Das ist jetzt unsere Spaltmaschine. Die macht das Leder auf die entsprechende Materialstärke dünner. Das heißt, wenn ich jetzt das Leder hier einführe und es nochmal raushole, sieht man halt schön, dass das Leder in der Mitte durchschnitten wird. Das Messer ist permanent geschärft. Wir haben hier unten eine Schleifeinrichtung, die permanent das Messer schärft. Wenn das Messer nur einmal stumpf ist, dann hält es auch nicht die Materialstärke und wir können das Ganze nochmal malen. Nach dem Durchlauf in der Spaltmaschine sind die Lederzuschnitte verschieden dick, zwischen 0,4 und 1,1 mm. Der Feinteschner prüft jedes Teil. Sicher ist sicher. Danach geht's zurück an seinen Werktisch. Das Leder wird jetzt exakt zugeschnitten, genauso wie es die Schablonen vorgeben. Abrutschen verboten. Auch die kleinsten Ecken müssen weg, bis Schablonen und Lederzuschnitte deckungsgleich sind. Das Material ist teuer. 1 Quadratmeter kostet 65 €. Pedantisch genau arbeiten. Den Ausschuss möglichst gering halten. Das ist Routine für ihn. Das Komplizierte ist eigentlich, die Papierschablonen herzustellen. Das Leder zuschneiden ist eigentlich nur noch eine Routine. Hier muss man jetzt nur darauf achten, wenn die Leder relativ weich sind, dass man dann halt die Schablone fest auf dem Leder aufdrückt, sonst verschiebt sich die laufend und dann gibt es ein ungenaues Schnittbild. 35 Teile allein aus Leder muss der Feinteschner zuschneiden. Handarbeit, die mehrere Stunden dauert. Das Jagdleder hier ist zum Beispiel ein gutes Leder zum Schneiden, weil es halt eine gewisse Fettschicht hat und die Papierschablone klebt praktisch auf dem Leder. Von daher lässt sich das gut schneiden. Aber nur, wenn das Schneidemesser immer schön scharf ist. Komplett in Handarbeit entsteht eine Geldbörse allerdings nur beim allerersten Mal. Der Prototyp muss halt jetzt zuerst über die Papierschablonen zugeschnitten werden. Später, wenn es dann halt in die Produktion geht, werden all diese Papierschablonen genommen und werden dann halt wieder Stanzwerkzeuge drüber gebogen. Deswegen müssen wir halt jetzt beim Zuschneiden exakt darauf achten, dass wir eigentlich kein Papier mehr abschneiden, weil alles, was jetzt abgeschnitten wird, ist nachher das Stanzmesser ungenau. Josef Gräf ist der Lederstanzer. Für alle Artikel, die bereits in die verschiedenen Kollektionen des Hauses aufgenommen wurden, gibt es Pappebögen mit den Schablonen. Ein Werkzeugmacher hat die Stanzmesser angefertigt. Hier liegen einige von ihnen. Mit der Stanze und den Stanzmessern können die verschiedenen Zuschnitte viel rationeller hergestellt werden. Anders wäre eine Geldbörse Made in Germany auch kaum bezahlbar. Hier die Maschine, dort die reine Handarbeit. Manfred Goll ist bei Braunbüffel nicht nur Feinteschner, sondern auch Produktionsleiter. Er beschafft neue Werkzeuge, die er in der Produktion braucht. Der Betrieb, mit dem er schon lange zusammenarbeitet, sitzt 15 Kilometer von Kirn entfernt, in Bundenbach.
Es ist das Reich von Werkzeugmacher Hubert Bodländer. Er hat sich auf die Produktion von Stanzmessern für Kleinlederwaren spezialisiert. Er beliefert mehrere Firmen, die Leder verarbeiten, auch Autosattlereien. Jetzt müssen wir praktisch schon mal Neues haben. Okay, also das ist Leder. Ja. Als Vorlage für das neue Stanzmesser dient die Schablone. Von her vermessen. Das sind 24 cm. Und hier kommt eine Kerbe hin, auch eine kleine. Ja, genau. Okay, gut. Auch bei Hubert Bodländer ist von Automation noch keine Rede. Zuerst schneidet er das Messer auf die richtige Länge. Es besteht aus gehärtetem Stahl. An der scharfen Seite ist es härter als an der stumpfen. Dann läuft es durch eine Richtmaschine. Hier gibt es keine computergesteuerten Maschinen. Das ist alles Handarbeit im wahrsten Sinne. Und da bin ich ganz froh drum. Ich brauche das auch so, dass ich mit den Händen was mache. Die beiden kennen sich schon lange. Früher hatte der Werkzeugmacher mehrere Kunden aus Kirn. Bis in die 80er Jahre lebten in der Kleinstadt 3000 Menschen vom und mit dem Leder. Heute ist Manfred Goll einer von 2 Kirnern, die die Dienste von Hubert Bodländer in Anspruch nehmen. Millimeter für Millimeter biegt er das Messer so lange, bis es die Form der Schablone annimmt. Die Herstellung braucht Zeit. Dafür halten die Stanzmesser aber auch lange. Man kann sagen, es hält eine Ewigkeit. Es gibt Stanzeisen, die schon mal zur Reparatur kommen, weil eine Lötner, das ist das schwächste Glied im Messer sozusagen, die kann schon mal aufplatzen. Es kommen Stanzmesser zur Reparatur, die sind aus den 60er Jahren oder 70er. Die halten schon, wenn man sie ordnungsgemäß behandelt. Nachdem er das Messer gebogen hat, schneidet der Werkzeugmacher das überstehende Stück der Klinge ab. Dann schweißt er das Stanzmesser zusammen. Bei der Arbeit ist Vorsicht geboten, die Messer sind tückisch. Man kann einmal so ein Stück Stahl in die Hand nehmen und es passiert nichts. Mir ist aber auch schon passiert, dass ich kurz dran gekommen und dann hat man einen Schnitt im Finger. Das ist also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes messerscharf. Genau. Man sieht es vielleicht nur hier an den Fingern, dass es ab und zu mal blutet, und Pflaster darf hier in der Werkstatt nicht fehlen. Am Ende verstärkt er das Stanzmesser mit einem Stahleinsatz, damit es steif und fest bleibt. Das war's. So, Manfred. Ach, super. Große Stückzahlen könnte er so nicht herstellen, ist aber auch nicht nötig. Fast jedes Stanzmesser ist ein Einzelstück. Zurück in Kirn. In der Produktion können die neuen Stanzmesser gleich eingesetzt werden. Bei Braunbüffel gibt es nur wenige Maschinen. Der Betrieb ist eine Manufaktur und die 50 Mitarbeiter sollen gewissenhaft arbeiten. Schließlich will man exklusive Artikel herstellen. Zwischen 60 und 370 € kosten die Herrengeldbörsen des Hauses. Exklusiver als Manfred Goll arbeitet hier aber niemand. Seinen Prototypen wird es nicht zu kaufen geben. Er ist ein Einzelstück, von dem noch gar nicht klar ist, ob er je in Serie gehen wird. Ob ihm das Endergebnis gefallen wird, kann er noch nicht sagen, aber er hat ganz bestimmte Vorlieben. Ich bin eher der Geldbörsentyp, der eine grobe Börse hat. Also ich liebe Wasserbüffel. Und mir gefällt einfach, wenn dieses Wasserbüffel wie soll ich das sagen, beim Tragen diese Patina bekommt, diesen Glanz. Das ist einfach, das Leder verändert sich. Es ist am Anfang relativ matt, aber wenn man es dann getragen hat, ist es richtig glänzend und schon so abgegriffen, und das gefällt mir halt. In Kirn beginnt der nächste Arbeitstag. Die Lederwarenindustrie ist aus der Kleinstadt an der Nahe weitgehend verschwunden. Nur hier werden noch Feintäschner ausgebildet, der einzige Betrieb in ganz Rheinland-Pfalz.
Manfred Goll ist zurück an seinem Arbeitsplatz. Zur Herstellung des Prototyps wird er insgesamt 4 Tage brauchen. Aber noch steckt er mittendrin. Er legt sich die Teile zurecht, die er für den nächsten Arbeitsschritt braucht. Was jetzt ansteht, heißt in der Sprache der Feinteschner die Ränder schärfen. Aber geschärft wird hier gar nichts. Eigentlich geschieht an der Maschine nämlich etwas ganz anderes. Also wir machen jetzt praktisch an dieser Schärfmaschine nur die Kanten dünner, dass man sie später bei dem Fertigungsprozess besser umlegen kann. Gestern hatten wir die Leder im Gesamten dünner gemacht und jetzt machen wir nur noch die Kanten, damit die Börse auch sehr dünn aussieht und trotzdem noch strapazierfähig ist und die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird. Jagdleder ist aufgrund der extremen Lebensbedingungen im Gebirge sehr robust. Im Vergleich zu Rindsleder ist es deutlich haltbarer und schwerer. Das sind Prägestempel. Mit ihnen drückt Manfred Goll das Logo der Firma in das Leder. Das ist eine spezielle Heißklebefolie. So. Die Maschine hat jetzt eine Temperatur von 130 Grad. Wir kleben jetzt den Prägestempel an die obere Heizplatte. Jetzt geben wir dem Stempel die Zeit, um sich zu erhitzen auf die 130 Grad. Und dann machen wir jetzt die Probeprägungen. Heute testet er 3 verschiedene Prägungen. Eine ohne und 2 mit Folien, Klarsicht und Schwarz. Die Folien sollen dem Logo mehr Glanz geben. Die Unterschiede sind klein, aber erkennbar, wenn man seitlich auf die Prägungen schaut. Die mit der schwarzen Folie hebt sich deutlich ab. Also mir gefällt jetzt in dem Fall der mittlere Prägestempel sehr gut, den wir mit der Transparentfolie geprägt haben. Weil einfach die Prägung klarer rauskommt. Man kann sie viel besser lesen, als wenn sie jetzt ohne Folie geprägt ist. Es ist Halbzeit bei der Herstellung der Geldbörse. Der Feinteschner Meister hat alle Teile zugeschnitten. Aus Leder, Futter und Verstärkungsmaterial aus Lederfaser. Ab jetzt werden die Einzelteile zusammengefügt. Zunächst mit einem wasserlöslichen Kleber. Der erfüllt ganz bestimmte Anforderungen. Wenn er getrocknet ist, muss er flexibel bleiben. Und er darf auch bei dünnem Leder nicht durchscheinen. Dann wäre der Artikel ruiniert. Mit dem Einschlagmesser biegt er die Ränder um. Umbugen heißt das hier auch. Das werden die sogenannten Separationen für die Kreditkartenfächer. Dann kümmert er sich um die Steppnähte. So, Freunde, ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht. Wir haben jetzt hier eine neue Serie am entwickeln und wollen halt jetzt hier sehen, dass man eine graue Steppnaht anbringt. Und wir wollen jetzt mal noch mit den Garnen spielen, ob man dann jetzt einen dicken Faden nimmt oder einen dünnen Faden nimmt. So, werden Sie mal gerade das Teil hier mal einfach so absteppen, um mal zu sehen, wie die Stichfolge aussieht. Sie testen verschiedene Garne und verschiedene Stichlängen. Ich habe jetzt hier kleine Stiche, aber ich denke, sie sind zu klein. Okay. Also muss auch noch etwas an der Spannung eingestellt werden und die Stichfolge könnte vielleicht noch eine Nummer größer sein. Das sieht gut aus. Steppen. Die einzige Tätigkeit bei der Herstellung der Geldbörse, die er nicht selbst ausführt. Das macht die Näherin Ilona Übel. Genau. Sie haben 3 verschiedene Steppproben. Mein Favorit war jetzt die letzte Naht. Wir müssten natürlich immer darauf achten, die Steppmaschine hat ja 2 Fäden, einen Unterfaden und einen Oberfaden. Und die Verknotung muss genau in der Mitte vom Produkt stattfinden, um halt ein schönes Steppbild zu bekommen. Es werden verschiedene Garnstärken eingesetzt. Bei den Separationen der Kreditkartenfächer verwenden sie ein relativ dünnes Garn.
Auch hier haben sie verschiedene Stichlängen ausprobiert. Das sieht gut aus. Genau das wird es sehr wahrscheinlich werden. In der Werkstatt entstehen zeitgleich auch Artikel für die Kollektionen von Braunbüffel. Das Unternehmen ist in Asien sehr erfolgreich. Dort sind Waren made in Germany nach wie vor gefragt. Zu Hause müht sich die Firma, die alte Handwerkskunst zu erhalten. Wir sind zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, soweit ich weiß, der einzige Betrieb, der noch den Beruf des Feintechners ausbildet. Unsere Lehrlinge müssen nach Mainhausen, nach Bayern in die Schule gehen, Blockschulunterricht. Also das hatten wir auch schon. Bewerbung, Zeugnis, alles gut, hat er Interesse am Beruf. Und wie es dann später dazu kam, du musst einen Blockschulunterricht machen in Mainhausen, sorry, da scheitert's. In der Produktion schauen sich Designerin Conny Theis und Geschäftsführerin Christiane Brunk die verschiedenen Steppproben des Prototyps an. Also ich hatte jetzt die ganzen Lederteile sind jetzt zugeschnitten und ich habe jetzt mal verschiedene Proben hier gemacht. Einmal Steppproben über einen dickeren Faden, wo wir drüber gesprochen hatten, und dann noch eine Nummer dünner. Das hier hat jetzt einen 20er Faden, das hier ist ein 40er Faden. Und hier habe ich dann noch verschiedene Prägeproben mal gemacht, um uns zu entscheiden, was man da jetzt nehmen wolle. Das Leder ist sehr robust und sehr sportlich. Und deswegen denke ich halt, ist eine grobe Naht irgendwie schöner an dem Artikel, als wie jetzt so eine extrem feine Naht. Also gut, machen wir für die Innenteile das hier. Okay. Außen machen wir es so, wie Sie es hier gemacht haben. Okay. So, jetzt müssen wir uns gucken, Prägung. Prägung. Also hier habe ich jetzt 3 verschiedene Prägungen gemacht. Einmal ohne Folie. Ja. Dann habe ich hier, die mittlere ist halt mit so einem Transparentfolie geprägt worden. Ja. Und das äußere ist mit einer Schwarzfolie geprägt worden. Blind mit schwarzer Folie, scheidet komplett aus. Ja, das ist und wie gesagt, hier, das kommt sehr schön klar rüber. Und für die sollten wir uns dann entscheiden. Das ist gut. Die ist gut. Für Manfred Goll geht die Arbeit an der Geldbörse weiter. Noch immer beschäftigen ihn die Kreditkartenfächer. Er verklebt das Futter aus Seide mit dem Jackleder. So, wenn der Kleber jetzt abgetrocknet ist, hat er eine transparente Farbe. Und wenn der dann kann man ihn praktisch einschlagen. Und beim Einschlagen muss man darauf achten, dass die Lederkante immer gegen die Futterkante stößt, sodass man einen schönen geraden Einschlagstrich bekommt. So. Wenn dann die Kante eingeschlagen ist, machen wir noch eine Ziernaht dran, einen Reifelstrich. Das heißt, der Reifelstrich wird in das Leder eingebrannt. Das Werkzeug hat 2 Reifel. Der eine Reifel dient dazu, dass es am Produkt anstößt, und der andere Reifel macht dann praktisch den Reifelstrich. Für den Feintechner ist die Herstellung eines Prototyps nichts Ungewöhnliches. Das gehört zu seinem Berufsalltag. Außer Geldbörsen macht er noch Taschen, Brieftaschen, Gürtel und Schlüsseletuis. Und davon nicht zu knapp. Wir hatten jetzt schon Jahre gehabt, da hatten wir 200, 250 Prototypen hergestellt. Es kommen noch mal Jahre vor, da stellen wir nur 150 oder 140 Prototypen her. Das ist immer unterschiedlich. Es sind ja oftmals Prototypen, die dann noch mal geändert werden, bevor sie dann halt letztendlich in die Kollektion kommen. Dann heißt es, der Prototyp ist zwar soweit in Ordnung, aber es soll vielleicht anstatt 8 Kreditkartenfächer 10 Kreditkartenfächer dran. Dann bekommt der Artikel noch mal eine neue Nummer und die Schnitte werden geändert. So, das Teil ist jetzt praktisch soweit fertig. Jetzt muss hier schon die Steppnaht angebracht werden. Ab jetzt wird die Produktion der Börse zum Wechselspiel zwischen dem Feintechner und der Näherin. Die Einzelteile wandern immer wieder hin und her. So, Frau Übel, jetzt haben wir hier den ersten Arbeitsschritt an der Börse gemacht. Das heißt also, wir müssen jetzt hier unten die Futter absteppen von der Kreditkartenseparation. Das gleiche hier. Die Steppmaschine hat einen Ober- und einen Unterfaden, einen für die Oberseite und einen für die Unterseite des Stoffes. Damit die fertige Naht stabil hält, muss die Spannung von Ober- und Unterfaden etwa gleich sein und auf den Stoff abgestimmt werden.
Die Kreditkartenfächer sind jetzt miteinander vernäht. In der Werkstatt gibt es ein Archivregal. In den Boxen lagern die Schätze aus den vergangenen Jahrzehnten. Sie sind nach Jahren geordnet. Der Blick in die Kisten zeigt, auch Geldbörsen unterliegen Moden, besonders die der Damen. Deren Portemonnaies sind in den letzten Jahren immer größer geworden. Aber auch bei den Herren hat sich einiges getan, vor allem beim Innenleben. Manfred Goll hat in seinen 43 Jahren Firmenzugehörigkeit Moden kommen und gehen sehen. Er holt 3 Börsen aus dem Regal. Als die erste auf den Markt kam, war er hier Lehrling. Herr Goll, was haben Sie denn jetzt rausgesucht? Ich habe jetzt mal von den verschiedenen Jahren, also wir haben hier ein Archiv von 1976 bis heute. Und jetzt habe ich mal verschiedene Scheintaschen rausgesucht, um Ihnen mal zu zeigen, wie früher gearbeitet wurde und wie halt heute gearbeitet wird. Das ist das 55. Modell aus 1976. Man sieht ja jetzt hier an der Börse, dass noch die alte Auflage angebracht wurde und dass die Börsen früher mit spitzen Ecken gearbeitet wurden. Innen sieht man halt jetzt auch nochmal, dass halt der Hauptpunkt der Ausweis war. Hier ist halt jetzt im Innenüberschlag ein Steckfach eingearbeitet worden für eine Kreditkarte, was man heute eigentlich überhaupt nicht mehr macht, weil irgendwie widerspricht sich das, eine Kreditkarte und Hartgeld. Hartgeld baucht das Münzfach auf und die Karte würde wellig werden. Jetzt habe ich hier mal eine Börse genommen aus 1984, dass man mal den Unterschied sieht von der Börse zuvor. Hier sieht man schon, dass man schon mit der neuen Auflage arbeitet, aber die spitzen Ecken sind eigentlich immer noch geblieben. Aber wir sind halt jetzt in der Innenausstattung mehr auf Kreditkarten gegangen und die Machart ist dann eigentlich im Moment auch noch geblieben, wobei man dann halt jetzt im Innenüberschlag von der Kreditkarte weggekommen ist. Aber wir hatten mal eine Zeit, wo wir halt extra noch für einen Ersatzschlüssel ein Steckfach eingearbeitet haben, damit man halt nachher genau weiß, wo dieser Ersatzschlüssel sich befindet und man muss ihn nicht in der Börse suchen. Jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung in das Jahr 1991. Jetzt arbeiten wir mit runden Ecken. Und man sieht halt jetzt innen drin, es werden immer mehr Kreditkarten. Jetzt sind hier schon 5 Kreditkarten drin. Die Machart ist eigentlich immer noch die gleiche. Auch hier ist immer noch das Steckfach drin für Ersatzschlüssel. Von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart oder besser in die Zukunft. Denn die Börse, die gerade entsteht, wird, wenn überhaupt, frühestens in ein paar Monaten auf den Markt kommen. Noch viel Arbeit bis dahin. Wichtig ist hier bei der Arbeit, dass das Futter relativ schmal angeleimt wird. Wenn es jetzt zu breit angeleimt ist oder zu dick der Kleber aufgetragen ist, kann es sein, dass später die Kreditkarte nicht richtig reinpasst. Deswegen leimt man immer die Kanten ganz schmal an. Manfred Goll bei den letzten Arbeiten an der sogenannten Kreditkartenseparation. Sie wird später die linke Seite der Geldbörse ausfüllen. Anschließend kümmert sich unser Handwerker um ein Teil aus einem ganz besonderen Material. Er verwendet es nur ein einziges Mal. Jetzt fertigen wir das Netzfach. Dazu legen wir den Einfassstreifen hier ein. Wenn wir das Netzmaterial hier zum Beispiel verarbeiten, achten wir darauf, dass die Netzkette und Schuss diagonal läuft. Diagonal deswegen, weil wenn es waagerecht und senkrecht geschnitten wird, kann man praktisch die Kette- und Schussfasern rausziehen. Früher hat man ein Zelluloid, ein so durchsichtiges Material genommen. Und dieses durchsichtige Material hat halt die Eigenschaften, dass es im Sommer, wenn es warm ist, relativ weich ist und wellig wird. Und im Winter, wenn es kalt ist, hart wird und brüchig wird. Und dieses Netzmaterial setzt man jetzt schon seit 20, 25 Jahren ein. Es ist halt flexibel, bleibt flexibel, hat halt nur einen Nachteil, dass man durch dieses Netz nicht so gut lesen kann. Im Netzfach soll der Personalausweis Platz finden. So können wir sicher sein, dass es auch gerade ist. Als nächstes geht es ums Kleingeld. Um unser Münzfach verschließen zu können, habe ich jetzt hier das Lederteil vom Innenüberschlag. Hier muss jetzt noch ein Loch angebracht werden, um den Druckknopf später zu befestigen. Das heißt, in unserer Schablone ist schon vorgesehen, wo dieses Loch hin soll.
Ich lege jetzt die Schablone genau an dem Lederteil an, setze eine 2 mm Lochpfeife auf der Schablone an und schlage mit dem Hammer dieses Loch aus. So, wenn wir jetzt das Federteil befestigt haben, ist praktisch hier der Verschluss. Man kann hier schon erkennen, was es später werden soll. Aber das Münzfach ist noch lange nicht fertig. Jetzt kleben wir das Verstärkungsmaterial auf den Überschlag. Dieses Verstärkungsmaterial dient nur, dass der Überschlag halt nicht zu weich wirkt, weil das ist ja doch ein Teil des Münzfachs, wo ja permanent geöffnet wird. Und dann soll schon noch ein bisschen Standigkeit in dem Überschlag drin sein. Dieses Verstärkungsmaterial ist aus Lederfasern hergestellt. Das heißt, der Lederabfall, der in der Produktion anfällt, wird gemahlen und wird dann später weiterverarbeitet zu so einem Verstärkungsmaterial. Beim Aufkleben muss man natürlich genau darauf achten, dass der Einschlag immer gleich breit ist. Nicht, dass auf der einen Seite mehr übersteht oder mehr Einschlag zu sehen ist wie auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann kommt Manfred Goll zu einer Spezialität seiner Firma: runde Ecken. Die Ecken werden halt jetzt faltig gelegt. Wenn jetzt das so eine Börse eine runde Ecke hat, wie jetzt hier zum Beispiel hier oben, muss auch die runde Ecke gelegt werden. Dafür habe ich dann jetzt extra ein Messer, um die Ecken rund zu legen. Herr Goll, es gibt doch keine runden Ecken. Es gibt keine runden Ecken. Abgerundete Ecken. Unsere Geldbörse macht Fortschritte. Mehrere Teile sind schon verklebt und es geht wieder mit Nadel und Faden weiter. Die Näherin Ilona Übel nimmt die relativ großen Fächer für die Geldscheine in Angriff. So sorgfältig wie immer. Die Firma bietet einen lebenslangen Reparaturservice an. Reklamationen, die auf Materialfehlern basieren, werden kostenlos repariert. Die Scheinfächer sind abgesteppt. Der Feintäschner ist immer noch beim Etui für das Kleingeld. Die keilförmigen Teile an der Seite sind dran. So, jetzt sind wir dran, dieses Hartgeldfach zu fertigen. Das heißt, wir müssen zuerst die Falten klopfen. Wir legen jetzt hier absichtlich die Falte ca. 2–3 mm zurück, damit man später in einer Naht das Hartgeldfach absteppen kann. Und dann geht's wieder zur Nähmaschine. So, dann haben wir jetzt hier den nächsten Arbeitsschritt für die ganzen Teile. Einmal hier das Münzfach, wo praktisch an 3 Seiten abgesteppt wird. Ja. Dann haben wir hier den Überschlag vom Münzfach. Auch bitte an den 3 Seiten absteppen. Ja. Dann haben wir hier noch die Kreditkartenseparation und das Netz. Selbst eine schnurgerade Steppnaht ist manchmal schwierig hinzukriegen. Aber hier muss Ilona Übel um die Ecke nähen. Das Münzfach nimmt Gestalt an. Manfred Goll ist inzwischen im finalen Stadium angekommen. Beim Fach fürs Kleingeld fügt er Vorder- und Rückseite und die keilförmigen Seitenteile zusammen. Das überstehende Teil, hier unten ist auch nochmal ein Einschlag, weil wir gesagt hatten bei der ersten Besprechung, dass es einen französischen Einschlag bekommen soll. Deswegen muss ich dann immer bei den Papierschablonen darauf achten, dass diese Zugabe von dem Einschlag mit einkalkuliert wird. Französischer Einschlag bedeutet, Außen- und Innenteil werden gegeneinander eingeschlagen und dann verklebt. Manfred Goll setzt jetzt das Scheinfach auf die Rückseite des Münzfaches. Ich sehe halt jetzt schon, wenn ich das Teil hier jetzt einschlage, wird der Einschlag schon relativ schmal auf der Oberseite, aber er greift halt noch mit beim Absteppen. Das ist halt wichtig. An der Schablone müsste ich jetzt vielleicht noch hier einen halben Millimeter dran machen, damit man besser einschlagen kann. Erkenntnisse beim Herstellen eines Prototyps. Jetzt müssen wir das Teil hier neben absteppen und die Überschlagklappe muss gesteppt werden und das Teil hier neben muss abgesteppt werden. Je mehr Einzelteile zusammengefügt sind, desto komplizierter wird die Arbeit der Näherin.
Es liegen mehrere Schichten übereinander aus unterschiedlichen Materialien. Steppen für Fortgeschrittene. Viel fehlt nicht mehr zur fertigen Geldbörse. Mittlerweile hat der Feinteschner einige Erfahrungen mit der Haut des Hochlandrindes gemacht. Also das Jackleder gefällt mir eigentlich von der Struktur her sehr gut. Also ist es jetzt eigentlich noch nicht klar, ob man mit Jack irgendwie überhaupt arbeiten sollte? Interessant ist es schon, weil es ist ein Hochgebirgsrind, hatten wir bis jetzt noch nie verarbeitet. Von daher denke ich, die Herausforderung ist da. Wir müssen mal sehen, was wir daraus machen können. Die Fächer für die Geldscheine sind dran. Außer der Innen- und der Außenseite gibt es dazwischen noch eine Trennwand. Die Innenseite des Scheinfaches wird vernäht. Und Manfred Goll kümmert sich um die Trennwand. Hier muss jetzt noch mal darauf geachtet werden, dass man exakt an der Kante das Futter anlegt. Hier ist auch eine gewisse Stauung drin. Das heißt, wir setzen jetzt praktisch das Deckenfutter, das natürlich auch etwas größer ist als wie der Mittelwandstreifen. Jetzt sieht man schon, wie die Börse mitsamt dem Mittelwandstreifen sich gestaltet. Jetzt fehlt nur noch die Außenseite des Scheinfaches. Also wir arbeiten jetzt hier mit einem doppelseitigen Klebeband, einfach um zu vermeiden, dass die Kanten durch den Kleber verleimt werden. Das ist halt so eine saubere Sache und es hält genauso gut. Die Steppnaht kommt ja später auch noch dran und von daher gibt es keine Qualitätsmängel am Artikel. Dann verheiratet der Feinteschner die beiden Teile der Börse. Jetzt setzen wir praktisch das Innenteil auf die Außendecke auf. Hier ist jetzt darauf zu achten, dass auch nochmal die Kanten exakt übereinander stehen, sonst gibt es später Probleme mit der Steppnaht. Der Handwerker hat sein Werk fast fertig vor sich. Zeit für ein erstes Fazit. Das Leder war halt sehr weich. Und hier muss man vielleicht noch ein bisschen arbeiten mit der Materialstärke. Das heißt also, man muss halt jetzt sehen, wo können wir noch ein Zehntel abnehmen, ein Zehntel zugeben, um halt letztendlich die Börse halt besser verarbeiten zu können. Eine einzige Steppnaht fehlt noch, aber die hat es in sich. Es ist die Naht, die Außen- und Innenseite zusammenhält. Ja, hallo. Wir sind jetzt hier beim Finale Steppnaht außen, haben jetzt gerade das 20er Garn drauf und mal sehen, ob alles klappt. Super, ja. Gleich kann Christiane Brunk den Prototypen in Händen halten, den ersten aus Jackleder. Ich habe jetzt hier eine kleine Änderung an der Börse vorgenommen. Ich habe einen Steg 5 mm zurückgenommen, dass wir hier eine Naht haben. Sonst hätten wir immer hier eine Rücknaht gehabt und hier eine Rücknaht gehabt. Die hätten nicht so schön ausgesehen. Cool. Darf ich auch mal kurz? Super. Danke. Der Meister und sein Werk. Was meint die Chefin dazu? Sehr schön. Gut geworden. Ja, so das, was wir damit zeigen wollten. Wie gesagt, die Verbindung dieses groben Leders dann mit dem feinen Innen. Also super. Haben Sie sich da jetzt quasi schon entschieden, ob das in eine Kollektion kommt? Also ich bin sicher, wir werden das noch mal nacharbeiten, weil es ist immer ganz wichtig, dass man so einen ersten Prototypen hat. Und dann fällt uns immer noch das ein oder andere auf. Ja, also es ist für uns stets eigentlich schon fest, dass das in eine Kollektion mündet. Also das ist für uns schon gesetzt. Was sie einmal kosten wird, ist noch unklar, aber Geld hin oder her. Manfred Goll mag seine Arbeit immer noch nach 43 Jahren. Man hat zuerst nur mal eine Zeichnung und muss dann anhand von dieser Zeichnung irgendwie was zusammensetzen, wo man ja später nicht genau weiß, ist das Leder dafür geeignet und so weiter. Und wenn es dann halt später alles passt, dann ist das wirklich eine tolle Geschichte. Hier ist sie, die Herrengeldbörse aus Jackleder. Echte Handwerkskunst made in Germany.